Häuser erzählen Geschichten. Sie wurden gebaut, umgebaut, abgerissen, zerstört. Aus kleinen Häusern wurden Villen, andere Häuser verschwanden. In vielen Gebäuden, ihren Nutzungen oder Bewohnerinnen und Bewohnern spiegelt sich die wechselvolle Geschichte des 20. Jahrhunderts wider. Das gilt nicht nur, aber vielleicht besonders für den Obersalzberg und seine Umgebung. Der Berghang über Berchtesgaden war Hitlers Wohnort und eine Machtzentrale der NS-Diktatur. Die politischen Veränderungen im letzten Jahrhundert haben sich hier in vielen Gebäuden manifestiert. Vor Ort informiert die Dokumentation Obersalzberg über die Geschichte des Berges. Das Museum wurde 1999 eröffnet. Zuvor stand das Gebäude seit 1945 leer. War es bei der Bombardierung des Obersalzbergs im April 1945 unzerstört geblieben, lud es über Jahrzehnte zur schaurigen Spurensuche ein. An seine Vorgeschichte erinnern die Rundbögen im Eingangsbereich. Die Geschichte des Gebäudes reicht zurück in die Anfänge des Tourismus am Obersalzberg. Denn erbaut wurde das Haus von Mauritier, genannt Moritz Meyer. Sie eröffnete in den 1870er Jahren die erste Pension am Berg. Viele Gäste kamen und ihre Pension Moritz war rasch zu klein. 1882 baute Meyer die Dependance Haus Hoher Göll, die heutige Dokumentation Obersalzberg. 1926 erwarb der Gebrüder Arnoldsche Pensionsverein das Haus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dresdner Bankhauses konnten hier verbilligt Urlaub machen. Nach 1933 war es damit bald vorbei. Die als jüdisch geltende Bank wurde enteignet. Das Ferienhaus am Obersalzberg sicherte sich die NSDAP für Gäste Hitlers und für die Parteikanzlei. Wenn Hitler am Obersalzberg war, sollten die Partei- und Regierungsgeschäfte nahtlos weiterlaufen. Am Obersalzberg und in der Umgebung entstanden mehrere Kanzleien. Akten und Mitarbeiter mussten zwischen Berlin oder München und den Außenposten in Berchtesgaden pendeln. Nur wenige hundert Meter von der Dokumentation Obersalzberg entfernt stand der Berghof Hitlers. Heute wachsen dort Bäume. Spuren des Gebäudes sind kaum vorhanden. Am markantesten ist noch die Hangstützmauer, vor der das Haus einst stand. Bis vor wenigen Jahren musste man einem Pfad durchs Unterholz folgen, um hierher zu gelangen. Heute führt ein Wanderweg über das Gelände. Lange Zeit sollte nichts an den Ort erinnern. Anfang der 1950er Jahre entschied die US-Militärregierung im Einklang mit dem Freistaat Bayern, die Spuren des Dritten Reiches am Berg weitgehend zu beseitigen. Die Berghofruine wurde gesprengt, der Schutt abgetragen und das Gelände aufgeforstet. Heute lässt sich die Entscheidung leicht als Versuch der Verdrängung abtun. Aus der Perspektive der jungen Bundesrepublik versteht man indes die Ängste, dass der Berg zu einer Wallfahrtsstätte für neue und alte Nazis wird. Die Befürchtungen waren berechtigt, denn kurz nach 1945 kamen Tausende, um die Berghofruine zu sehen, aus unterschiedlichen Gründen. Verdrängen ließ sich die Geschichte jedoch nicht. Auch nach Abriss des Gebäudes reisten jährlich Tausende Neugierige zum Berg, aus Interesse an der Geschichte oder aufgrund der scheinbaren Faszination Hitler. Aber warum kam Adolf Hitler überhaupt auf den Obersalzberg? Es war Zufall. 1923 besuchte Hitler dort seinen Mentor Dietrich Eckart. Eckart versteckte sich im abgeschiedenen Bergdorf vor der Polizei. Hitler kam mehrmals wieder. 1928 mietete er das Haus Wachenfeld, das er 1933 kaufte und zum repräsentativen Berghof umbauen ließ. Der Obersalzberg war für ihn ein Rückzugsort. Hierher zog er sich in den 1920er Jahren zurück, um Querelen innerhalb der Partei auszuweichen und nach 1933, um weitreichende Entscheidungen zu treffen. In der Idylle der Berchtesgadener Alpen entschied Hitler unter anderem die Zerschlagung der Gewerkschaften, den Angriff auf Polen und den verbrecherischen Krieg gegen die Sowjetunion, die Ermordung tausender behinderter Menschen und die Deportation aller ungarischen Jüdinnen und Juden nach Auschwitz. Hier wurden Gesetze erlassen,
Befehle erteilt und Krieg geführt. Es erscheint geradezu paradox, dass Hitler am Kartentisch im Berghof vor einem großen Panoramafenster mit Blick auf den markanten Untersberg beispielsweise befahl, Stalingrad zu halten und damit Zehntausende Soldaten in den Tod zu schicken. Bekannt machte den Obersalzberg aber nicht die menschenverachtende Politik, die von hier ausging, sondern die zahlreichen Bilder, die hier entstanden und millionenfach verbreitet wurden. Für seinen Leibfotografen Heinrich Hoffmann posierte Hitler in der Bergwelt in verschiedenen Rollen. Vor den markanten Gipfeln zeigte er sich als mächtiger Herrscher, mit Nachbarn, Kindern oder Tieren als vermeintlich sympathischer Volkskanzler. Hier am Berg spielte Hitler den sorgsamen, nahbaren Politiker, der er in Wirklichkeit nie war. Dies zeigte sich bereits in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Die Bergidylle zog nicht nur Hitler an. Bereits vor ihm leisteten sich hier einige Menschen eine Sommerresidenz. Auf der anderen Straßenseite war das Haus Mitterwurf. Heute finden sich kaum noch Spuren des Anwesens. Das Haus gehörte dem angesehenen Chemiker und Physiker Arthur Eichengrün, der zahlreiche Erfindungen machte. Vor allem in den Sommermonaten kam die Familie Eichengrün aus Berlin zum Obersalzberg. Fotos im Familienalbum zeigen die Eichengrüns beim Wandern, im Salzbergwerk oder mit Dorfkindern. Als Adolf Hitler das Nachbarhaus bezog, trübte sich die Idylle für die Eichengrüns jedoch rasch. Obwohl Arthur Eichengrün bereits 1894 aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten war, galt er in den Augen der Nazis als Jude. SA-Männer bedrohten die Familie, weshalb sie ihr Anwesen verkaufte. Nachdem das Haus wenige Jahre später in den Besitz der NSDAP kam, wurde es abgerissen und jegliche Spuren des Gebäudes getilgt. Nach 1933 verlor Arthur Eichengrün seinen Betrieb. Er wurde inhaftiert und nach Theresienstadt deportiert. Zwar überlebte Arthur Eichengrün das NS-Regime, war aber ein gebrochener Mann und starb wenige Jahre später. Eichengrün war nicht der letzte Bewohner des Berges, der den Nationalsozialisten weichen musste. Direkt gegenüber des Haus Mitterwurf stand und steht das Hotel zum Türken. Das Haupthaus sieht noch fast so aus wie bei seiner Eröffnung 1911. Das Wirtshaus war ein Zentrum der Dorfgemeinschaft. Dass die Nationalsozialisten und Hitler den Berg immer mehr vereinnahmten, war für den Inhaber Karl Schuster zunächst kein Problem. Im Gegenteil, Schuster war ein früher Förderer und Parteimitglied. In seinem Gasthaus fanden in den 1920er Jahren regelmäßig Parteiversammlungen statt. Und Schuster profitierte auch finanziell von Hitler. Als dessen Bekanntheit 1932 rasant zunahm, pilgerten immer mehr Anhängerinnen und Anhänger auf den Berg. Der Gasthof warb mit dem exklusiven Blick auf Hitlers Haus. Die Nationalsozialisten hingegen störte das Treiben, weshalb eine kleine kritische Äußerung ihres Parteigenossen Schuster im Sommer 1933 ausreichte, um den Wirt kurzzeitig zu inhaftieren. Die NSDAP in Berchtesgaden rief zum Boykott des Gasthauses auf. Als Schuster einem Verkauf zustimmte, wurde er freigelassen. Das Gebäude wurde aber nicht abgerissen, sondern bis 1945 vom Reichssicherheitsdienst und Hitlers Leibwächtern genutzt. Der Gasthof war eines von nur wenigen Anwesen, das die ursprünglichen Eigentümer zurückerhielten. Während der Besitzer der Liegenschaften am Obersalzberg nach 1945, der Freistaat Bayern, die Ansinnen der ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner prinzipiell ablehnte, konnte Karl Schusters Witwe bei der US-Militärregierung eine Rückgabe erwirken. Als Beleg, dass ihr Mann nicht freiwillig verkauft hatte, diente ihr der Boykottaufruf der Berchtesgadener NSDAP. Sie baute das Gebäude wieder auf und eröffnete es 1950 als Hotel. Zwar hatte sich das Anwesen oberirdisch kaum verändert, dafür unterirdisch umso mehr. Von 1943 bis 1945 war ein 6 Kilometer langes Bunkersystem in den Berg getrieben worden. Ein Teil der Stollen konnte beim Hotel gegen Eintritt besichtigt werden. Dabei ging es weniger um Geschichtsvermittlung als um eine Vermarktung der Faszination Hitler.
So störte sich die Betreiberfamilie auch lange Zeit nicht an antisemitischen Parolen an den Bunkerwänden. Die Biografie des Türkenwirts Karl Schuster zeigt, wie schnell man im Nationalsozialismus vom Anhänger und Profiteur zum Inhaftierten werden konnte. Auf ähnliche Weise gingen Hitler und seine rechte Hand Martin Bormann auch bei den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Obersalzbergs vor. Wenn sich die Familien weigerten zu verkaufen, drohten NS-Funktionäre mit KZ-Haft. Wer dagegen aufbegehrte, wurde festgenommen, wie der Fall Johann Brandner zeigt. Der junge Fotograf hatte einen kleinen Fotokiosk beim sogenannten Mittertratten unterhalb von Hitlers Haus. Johann oder Hansl, wie ihn die Einheimischen nannten, verdiente gut an Hitler. Er verkaufte seine Bilder an die zahlreichen Menschen, die auf den Berg strömten, und stand am Zaun des Haus Wachenfeld bereit, um gegen Bezahlung Fotos der Pilger zu machen. 1937 sollte aber auch er sein Geschäft verkaufen. Brandner versuchte sich zu wehren, indem er sich mit einem Brief direkt an seinen Nachbarn Adolf Hitler wandte. Noch am selben Tag wurde Brandner verhaftet und ins KZ Dachau gebracht. Der Fotokiosk und die benachbarten Gebäude wurden binnen kurzer Zeit abgetragen und das Gelände begrünt. Erst nach über 2 Jahren kam Brandner wieder frei. In sein altes Leben konnte der junge Unternehmer nicht mehr zurückkehren. Über seine Erlebnisse im KZ sprach er nie. Nach Kriegsbeginn schickte ihn die Wehrmacht an die Front, wo er im Januar 1945 starb. An seinen Kiosk erinnert nichts mehr. Nicht einmal der Standort lässt sich im Wald eindeutig identifizieren. Der alte Obersalzberg wurde von den Nationalsozialisten ausradiert. Vergessen ist er aber nicht. An Jahrestagen erinnern die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Nachfahren an das verschwundene Dorf. Abseits der Straßen und Wanderwege weist eine Tafel etwa auf das Obertallehn hin, das 1937 von der NSDAP gekauft und abgerissen wurde. An anderer Stelle erinnert ein Kreuz seit kurzem an eine Kapelle, die in der Zeit des Dritten Reiches gesprengt wurde. Auch christliche Symbole duldeten die Nationalsozialisten auf ihrem Berg nicht. Anstelle des Dorfes Obersalzberg entstanden Funktionsgebäude, Kasernen und Häuser für führende Nationalsozialisten wie Hermann Göring, Martin Bormann und Albert Speer. Für die großspurigen Bauten brauchte das Regime tausende Arbeitskräfte. Sie waren in mehreren Lagern am Obersalzberg untergebracht. Eines der größten war am Andenberg, wenige 100 Meter von der Dokumentation Obersalzberg entfernt. Das Lager bestand aus über 20 kleineren und größeren Baracken für etwa 750 Menschen. Die Holzbauten wurden Mitte der 1930er Jahre auf Hangterrassen angelegt. Waren es am Anfang deutsche und österreichische Arbeiter für den Straßenbau, kamen Ende der 1930er Jahre vor allem Tschechen und Italiener sowie Polen, Ukrainer, Slowaken und Esten. In der Nachbarschaft des Rassefanatikers Hitler lebten verschiedene Nationalitäten auf engstem Raum. Im Verlauf des Krieges waren es keine Freiwilligen mehr, sondern Menschen, die zum Arbeiten gezwungen wurden. Der tschechische Zwangsarbeiter Josef Dritter erinnerte sich Jahre später noch an die Zustände im Lager. In einem Raum waren wir 14 Leute. Die Baracken und die Betten waren voller Wanzen, die Winterzeit war hart. Solange wir den Ofen anheizten, war es warm. Sobald aber das Licht ausgemacht wurde zum Schlafen, war es in kürzester Zeit ebenso kalt wie draußen. In der Früh beim Aufstehen war auf der Bettwäsche raureif, besonders um das Gesicht herum. Die Essensrationen, die wir bekamen, waren in etwa für ein 6-jähriges Kind bemessen. Das heißt, wir waren ständig hungrig. Hygienische Umstände waren sehr schlecht. Die Arbeiter mussten sich eine 50 Meter lange, spärlich überdachte Latrine teilen. Sie wurden geschlagen und getreten, kleinste Vergehen drakonisch bestraft. In den Tagen nach dem Luftangriff Ende April 1945 lösten sich die Machtstrukturen am Obersalzberg auf. Als am 4. Mai 1945 US-amerikanische und französische Soldaten den Berg erreichten, waren die Arbeiter endgültig frei. Im Jahr darauf war das Lager wieder bewohnt.
Diesmal waren es 320 Geflüchtete aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Die Zustände im Lager Antenberg waren so schlecht, dass viele von ihnen nach kurzer Zeit auf andere Lager und Wohnhäuser verteilt wurden. 1949 zogen die letzten Familien um. Die Baracken wurden abgetragen und das Material verkauft. Nur wenige bauliche Reste blieben, die heute im Gestrüpp verschwinden. Bauernfamilien, Touristinnen und Touristen, führende Nationalsozialisten, Zwangsarbeiter, Soldaten und Geflüchtete. Sie alle waren binnen 2 Jahrzehnten auf dem Obersalzberg. Sie lebten teilweise an denselben Orten und in denselben Gebäuden, unter jeweils anderen Vorzeichen und Bedingungen, aber jeweils als Ausdruck weltpolitischer Zäsuren.